Einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem DL-Spiel der Augsburger Panther gegen die Iserlohn Roosters. Endstand 3:2 nach Penaltyschießen für Augsburg. Bei mir sind die beiden Coaches für unsere Gäste aus Iserlohn, Jamie Bartman und unser Headcoach Mike Stewart. Das erste Wort gebührt wie mit dem Gästetrainer. Herr Bartman, darf Sie um Ihre Einschätzung zum heutigen Spiel bitten? Ja, guten Abend. Ja, ich denke, wir haben ein bisschen mehr vom ersten Drittel gehabt, haben einen guten Start gehabt. Von da war es in Ordnung auf jeden Fall. Zweiten Drittel hat Augsburg viel mehr in dem Drittel gehabt, teilweise weil die gut gespielt haben, teilweise weil wir aus unserer eigenen Zone Scheibe einfach nicht rausgebracht, wo es einfach war, und die Turnovers auf der gegnerischen Neutral Zone, gegnerische blaue Linie, diesen Turnovers wurde natürlich Augsburg hat schnell gekontert. Letzten Drittel haben wir phasenweise auch gute Chancen gehabt. Augsburg natürlich auch im letzten Drittel. Unser Tormann hat uns lebend gerettet im zweiten Drittel auf jeden Fall. Aber ich denke, in der gegnerischen Torhüter hat auch Big Saves machen müssen. Ja, ärgerlich. Das haben wir so oft erlebt diese Saison, so ein Spiel, wo mehr drin war. Aber das Spielintelligenz muss über 60 Minuten da sein. Und das haben wir nicht die ganzen 60 Minuten gehabt. Danke. Vielen Dank, Mike. Glückwunsch. Wahnsinnig tougher Start für deine Mannschaft. Die Jungs sind cool geblieben und haben sich am Ende mit 2 Punkten belohnt. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Das stimmt. Zuerst guten Abend an alle. Bart hat es schon angesprochen. Ich meine, unser Start war durchwachsen, glaube ich. Ich glaube, wir haben gesehen, dass Iserlohn schon ein Spiel unter dem Gürtel gebracht hat, und wir haben unseren Rhythmus nicht gleich am Anfang gefunden. Und dann in Minderheit 2 komische Tore gefressen. Alle beide sind von unseren Schläger reingegangen. Aber die Jungs, ich sage nicht, dass die haben schockiert reagiert sehr auf einmal. Wir waren ein bisschen nervös vielleicht. Und im Laufe des Drittels, wir sind besser im Spiel gekommen, und durch Schmölle. Eine schöne Aktion, schöner Pass von Deci auf Schmölle. Wir sind wieder im Spiel gekommen, und nach 20 Minuten mit nur ein Tor Rückstand, ich war mehr oder weniger happy nach dem Start. Im zweiten Drittel, wir haben das Kommando übernommen, einige Top-Chancen ausgearbeitet. Jamie hat es richtig gesehen, beide Goalies haben gut gespielt heute, aber im zweiten Drittel, wir haben so viele Chancen liegen lassen. Andersrum, Hoivenen, sorry, mein Fehler. Ja, Hoivenen hat hervorragend gehalten, und dann mit 4 Sekunden noch zu spielen. Stieler hat uns wieder im Spiel gebracht, und ich glaube, das hat uns Momentum und Selbstvertrauen gegeben. Im letzten Drittel, wir waren wieder am Drücker. Iserlohn hat ein paar gute Chancen gehabt, aber letztendlich Olivier Roy hat sehr gut gehalten heute. Und leider, wir haben das Führungstor nicht gefunden. In Overtime ein Powerplay gehabt, einige gute Chancen eigentlich kreiert, aber kein Glück gehabt. Und dann im Penaltyschießen, wo wir, ganz ehrlich, wir haben unsere Probleme in der Saison schon gehabt, aber durch Pacey und dann Stieler, wir haben die 2 Tore geschossen, und um die Jahreszeit jetzt, diese 2 Punkte sind enorm wichtig. So. Ja, das sind nur 2 statt 3, aber andersrum, wir sind einfach sehr froh, dass wir zu Hause gewonnen haben und haben die 2 Punkte in unsere Tasche gebracht. Danke. Danke, Mike. Gibt es Fragen von Ihnen an die beiden Coaches? Können Sie was zu den Todd sagen, der den Schuss geblockt oder getroffen wurde? Die Frage von Michi Klein nach Dane Todd, der einen Schuss geblockt hat. Genau weiß ich nicht. Ich weiß, dass es sehr schwollen ist und dass wir nicht weiter spielen können, aber wir werden morgen mehr wissen, wie das aussieht, ob der am Sonntag spielen kann. Was der Unterarm? Ellenbogen. Das ist so viel wie ich weiß. Es ist also das Arm auf jeden Fall. Weitere Fragen? Die Frage zu Scott Valentine, der heute nach Verletzungspause sein Comeback gegeben hat. Ich war sehr zufrieden. Er hat relativ simpel gespielt, aber das ist genau, wenn er sein bestes Eishockey spielt. Man sieht das sehr, ich habe selber nicht gemerkt, irgendeine Defiziten beim Eislaufen oder so. Körperlich sehr robust wie immer. Und wir sind happy jetzt, dass er zurück ist, weil er spielt eine große Rolle bei uns. Weitere Fragen?
Dem ist nicht so. Dann darf ich unseren Gästen aus Iserlohn einen guten Nachhauseweg wünschen. Für uns geht es bereits am Sonntag zu Hause weiter. Um 14 Uhr sind dann beim Familientag der Augsburger Allgemeinen die Straubing Tigers zu Gast. Bis Sonntag, danke. Tschüss.